Mündliche Prüfung? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute sprechen wir über die mündliche B1-Prüfung vom Goethe-Institut und von Telk. Beide Prüfungen haben 3 Teile, von denen 2 gleich sind. Wir fangen mit der Goethe-Prüfung an und ich sage dir dann, was sich in der Telk-Prüfung ändert. Beide Prüfungen sind Paarprüfungen. Du legst sie also mit einem Partner oder vielleicht sogar in einer Dreiergruppe ab. Bevor es aber ans Sprechen geht, hast du beim Goethe-Institut 15 Minuten und bei Telk 20 Minuten Zeit, um dich vorzubereiten. Du bekommst die Aufgaben und kannst dann vorbereiten, was du sagen möchtest. Übrigens, ab heute kannst du dich für den brandneuen Kurs zur Prüfungsvorbereitung für die Niveaus B1, B2 und C1 anmelden. In 6 Wochen bereiten wir dich Schritt für Schritt auf deine Deutschprüfung vor. Es gibt 4 Module: Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen, so wie in der Prüfung. Es handelt sich um einen Intensivkurs, in dem wir an deiner Seite sind. Du arbeitest mit jeder Menge Modelltests, zahlreichen Übungen zu Wortschatz und Grammatik. Wir korrigieren natürlich auch deine Texte und es gibt mehrere Zoom-Treffen pro Woche. Außerdem bereiten wir dich auch auf deine mündliche Prüfung vor. Du bekommst von uns also alles, was du brauchst. Alle Infos zur Anmeldung findest du über den Link unter diesem Video. Achtung, es gibt nur 12 Plätze pro Niveau. Es lohnt sich also, schnell zu sein. Aber nun geht es weiter mit dem Video. Bist du bereit? Auf die Plätze, fertig, los! Beim Goethe-Institut beginnt die Prüfung damit, dass du gemeinsam mit der anderen Person etwas planen musst. Ich lese dir mal die Aufgabe aus dem Modelltest vor. Du bekommst immer den Kontext, in dem du dich befindest. Ein Teilnehmer aus dem Deutschkurs hatte einen Unfall und liegt im Krankenhaus. Diese Woche möchten Sie ihn besuchen und ein Geschenk von der ganzen Gruppe mitbringen. Nächste Woche kann er das Krankenhaus verlassen. Da er allein lebt, wird er Hilfe brauchen. Überlegen Sie, wie Sie ihn unterstützen können. Sprechen Sie über die Punkte unten, machen Sie Vorschläge und reagieren Sie auf die Vorschläge Ihres Gesprächspartners oder Ihrer Gesprächspartnerin. Planen und entscheiden Sie gemeinsam, was Sie tun möchten. Dieser Teil ist standardisiert und immer gleich. Das sind die Punkte, über die ihr sprechen könnt. Besuch im Krankenhaus und Hilfe planen. Wann besuchen? Tag und Uhrzeit. Wie hinkommen? Was mitnehmen? Wie kann man helfen? Zum Beispiel vom Krankenhaus abholen oder einkaufen gehen. Du kannst dir auch eigene Punkte überlegen, zum Beispiel welches Geschenk ihr kauft oder ob ihr etwas für ihn kocht. Mach dir am besten Stichpunkte, aber schreib auf keinen Fall ganze Sätze. Das gilt eigentlich für die gesamte Prüfung. Du sollst frei und spontan sprechen, auch wenn du dir vorher überlegen kannst, was du sagen möchtest. Du solltest keine vorgeschriebenen Sätze ablesen und musst auch auf das reagieren, was dein Partner sagt. In der Prüfung sollt ihr 3 Minuten über diese Aufgabe sprechen und du brauchst vor allem diese Redemittel. Den Konjunktiv 2, um etwas vorzuschlagen. Wir könnten, es wäre gut wenn, könntest du oder wir sollten. Außerdem brauchst du Redemittel, um deinem Partner zuzustimmen oder zu widersprechen. Zum Beispiel, ja, das stimmt, das sehe ich auch so, das ist eine gute Idee, der Vorschlag gefällt mir oder der Vorschlag gefällt mir nicht und ich bin dagegen oder dafür. Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist, ob ihr euren Partner duzen oder siezen sollt, und dafür gibt es keine Regel. Die Prüfer sollst du natürlich siezen, aber zu deinem Partner kannst du sagen. Vor allem in der Aufgabe gemeinsam etwas planen ist das ja sehr authentisch, weil ihr euch in dieser Aufgabe vom Kontext her kennt. Du kannst das in der Prüfung aber ganz leicht klären, indem du deinen Partner fragst, wollen wir uns duzen? Wenn du merkst, dass ihr alles geplant habt und ihr am Ende seid, dann kannst du noch einmal kurz das Geplante zusammenfassen, zum Beispiel so. Also, wir haben entschieden, dass wir unseren Freund nächsten Freitagnachmittag besuchen
und ihm ein Buch schenken. Außerdem holen wir ihn mit dem Auto ab und kaufen für ihn ein, damit er sich zu Hause erholen kann. Ja, das war auch schon die erste Aufgabe von der Prüfung des Goethe-Instituts. Bei TELC ist das übrigens der 3. Teil der Prüfung. Dort sollst du auch etwas mit der anderen Person planen. Das Gespräch soll aber etwas länger sein. Ihr sollt circa 6 Minuten sprechen. Dazu kommen wir später noch einmal. Die zweite Aufgabe ist bei beiden Prüfungen gleich. Du musst ein Thema präsentieren. Beim Goethe-Institut kannst du aus 2 Themen eins auswählen und bekommst als Vorlage eine Art PowerPoint-Präsentation mit 5 Folien. Die Punkte der einzelnen Folien sind immer gleich, du kannst dich also sehr gut darauf vorbereiten. Folie 1: Stellen Sie Ihr Thema vor. Erklären Sie den Inhalt und die Struktur Ihrer Präsentation. Folie 2: Berichten Sie von Ihrer Situation oder einem Erlebnis im Zusammenhang mit dem Thema. Folie 3: Berichten Sie von der Situation in Ihrem Heimatland und geben Sie Beispiele. Folie 4: Nennen Sie die Vor- und Nachteile und sagen Sie dazu Ihre Meinung. Geben Sie auch Beispiele. Und Folie 5: Beenden Sie Ihre Präsentation und bedanken Sie sich bei den Zuhörern. Ein wichtiger Teil der Prüfungsvorbereitung ist das Lernen der Redemittel, die du nutzen kannst, egal für welches Thema. Je besser du deine Redemittel lernst, desto mehr Kapazität hast du in der Vorbereitungszeit, um dir Gedanken über dein Thema zu machen. Du kannst dir übrigens über den Link unter diesem Video gratis meine Redemittel herunterladen. Du sollst ungefähr 3 Minuten sprechen und im Anschluss stellt dein Partner dir noch 1 oder 2 Fragen zu deinem Thema. Es kann auch sein, dass die Prüfer dir noch Fragen stellen, aber keine Angst, die sind auch nur Menschen. Der 3. Teil der Prüfung ist, dass du deinem Partner Fragen zu seiner Präsentation stellst. Du kannst also nicht abschalten oder einschlafen, während er spricht, sondern du musst gut zuhören. Du darfst dir auch keine Notizen machen, sondern deine Fragen sollen spontan und authentisch gestellt werden. Dabei musst du beachten, dass du eine sinnvolle Frage stellst, die zur Präsentation passt und die bisher noch nicht beantwortet wurde. Dieser Teil dauert circa 2 Minuten, sodass die ganze mündliche Prüfung circa 15 Minuten lang ist. Und das sind die 3 Teile der Prüfung vom Goethe-Institut. Insgesamt kannst du 100 Punkte erreichen und du brauchst zum Bestehen 60%, also 60 Punkte. Wie beim Schreiben werden die Kriterien Erfüllung, also wie gut du die Aufgabe bearbeitet hast, Kohärenz, also die logische Struktur, die Korrektheit und Wortschatz bewertet. Und dazu kommen dann noch die Kriterien Interaktion in der ersten Aufgabe und die Aussprache in allen 3 Teilen. Wenn du niemanden zum Üben hast und keine Möglichkeit, in meinen Kurs zu kommen, dann empfehle ich dir, mit dem Sprachprogramm deines Handys zu arbeiten, denn das ist besser als nichts. Also, Hey Siri oder Bixby oder Hey Google, simuliere mit mir eine mündliche Deutschprüfung. In diesem Video zeige ich dir vor allem die Rahmenbedingungen für die mündliche Prüfung. Kommen wir nun zur TELC-Prüfung. Wie ich dir schon gesagt habe, ähneln sich die Prüfungen in ihrem Aufbau, auch wenn die Reihenfolge etwas anders ist. Außerdem hast du 5 Minuten mehr Vorbereitungszeit. Du kannst dir 20 Minuten lang Notizen machen. Die erste Aufgabe bei TELC ist ein kurzes Kennenlernen deines Partners und ihr sprecht über diese Punkte. Name, woher sie oder er kommt, wie sie oder er wohnt, zum Beispiel Wohnung, Haus, Garten etc. Dann Familie, wo sie oder er Deutsch gelernt hat, was sie oder er macht, Schule, Studium, Beruf und so weiter. Und dann auch Sprachen, welche ihr sprecht, wie lange und warum. Auch die Prüfer können noch Fragen stellen, zum Beispiel nach den Hobbys oder den Aktivitäten am Wochenende. Auf diesen Prüfungsteil kannst du dich auch sehr gut vorbereiten, aber deine Antworten sollten natürlich nicht zu auswendig gelernt klingen. Dieses Kennenlernen dauert ungefähr 3 Minuten und dann ist auch schon Teil 2 dran. Wie beim Goethe-Institut sollst du hier ein Thema präsentieren, aber du kannst dir das Thema nicht aussuchen. Du bekommst dasselbe Thema wie dein Partner, aber ihr habt unterschiedliche Informationen dazu. Ich zeige dir mal eine Aufgabe.
Sie haben in einer Zeitschrift etwas zum Thema Gruppenreisen gelesen. Berichten Sie Ihrem Gesprächspartner oder Ihrer Gesprächspartnerin darüber. Ihr Partner hat eine andere Meinung dazu gelesen und berichtet Ihnen auch darüber. Unterhalten Sie sich dann mit Ihrem Partner über das Thema. Sagen Sie Ihre Meinung und erzählen Sie von den eigenen Erfahrungen. Ihr bekommt zum Thema Gruppenreisen also 2 verschiedene Meinungen, die ihr wiedergeben sollt. Danach sprecht ihr ganz allgemein über das Thema, äußert eure Meinung dazu und berichtet von euren eigenen Erfahrungen. Für diesen Prüfungsteil brauchst du die folgenden Redemittel. Ich habe die Meinung von X gelesen, er oder sie ist X Jahre alt und X von Beruf. In meinem Text stand oder steht, dass er oder sie sagt, er oder sie findet, er oder sie ist der Meinung, dass. Meinungsäußerung. Meiner Meinung nach, ich finde, denke, meine, ich bin der Ansicht oder Meinung, dass, ich stehe auf dem Standpunkt, dass. Eigene Erfahrungen. Diese Erfahrungen habe ich auch gemacht oder nicht gemacht. Meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass. Ich möchte gerne meine Erfahrung teilen. Das ist mir auch passiert als Insgesamt sollt ihr circa 6 Minuten über das Thema sprechen und dann folgt die letzte Aufgabe dieses Prüfungsteils. Ihr sollt gemeinsam etwas planen und die Aufgabe unterscheidet sich nicht von der des Goethe-Instituts, also schau gerne nochmal am Anfang des Videos. Für diese Aufgabe sind auch ungefähr 6 Minuten geplant, in denen ihr gemeinsam etwas planen und euch am Ende einigen sollt. Zum Abschluss kannst du auch in dieser Aufgabe noch einmal zusammenfassen, worauf ihr euch geeinigt habt und wer welche Aufgabe übernimmt. Du kannst insgesamt 75 Punkte für alle 3 Aufgaben bekommen und brauchst 60%, also 45 Punkte, um deine Prüfung zu bestehen. Die Kriterien für die Bewertung sind ebenfalls wie beim Goethe-Institut Ausdrucksfähigkeit, Aufgabenbewältigung, formale Richtigkeit und Aussprache und Intonation und wie beim Goethe-Institut dauert die Prüfung ca. 15 Minuten. So, jetzt kennst du die Prüfungsteile Sprechen vom Goethe-Institut und von Telg auf dem B1-Niveau. Wie findest du sie? Glaubst du, du kannst das schaffen? Und welche Prüfungsaufgabe findest du am schwierigsten? Schreib es mir gerne in die Kommentare und wie gesagt, wenn du eine Prüfung schreiben musst und Hilfe brauchst, wir sind für dich da. Ich sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.